Ja, hallo, herzlich willkommen bei der Techno Composites Domine GmbH. Wo ist das Problem? Das ist ja unser Aufhänger. Ja, wo ist das Problem in der Bearbeitung per CNC-Maschine von glasfaserverstärkten Kunststoffen? Und das im Vergleich zu Metallen. Das ist das, was wir euch heute einmal nahebringen wollen. Grundsätzlich gibt es CNC-Maschinen für unterschiedliche Materialien, die bearbeitet werden können. Metallmaschinen sind, glaube ich, sehr häufig am Markt vertreten. Holzbearbeitungsmaschinen. Für GFK gibt es inzwischen auch schon Hersteller, die spezielle Maschinen machen. Wir verwenden aber dafür Holzbearbeitungsmaschinen, weil wir einfach damit sehr gut klarkommen. Um den Unterschied zu erläutern, wenn ich mir eine Metallmaschine angucke, dann habe ich da klassischerweise ein Werkstück und einen Fräser, die irgendwo gekühlt werden müssen, weil wenn Metall auf Metall reibt, entsteht halt sehr viel Wärme und die muss irgendwie weg, passiert durch eine Kühlflüssigkeit. Das haben wir bei GFK nicht. Bei GFK fräsen wir praktisch trocken, wo ich bei einer Metallmaschine die Späne habe, die irgendwo in eine Wanne fallen und dann wegtransportiert werden, haben wir halt leichteres Material, ja, dadurch auch eher Staub, was dann abgesaugt werden muss. Weiterer Unterschied: Dadurch, dass wir Holzbearbeitungsmaschinen verwenden, haben die oftmals auch eine einfachere grafische Oberfläche, sodass auch Tischler recht schnell mit so einer Maschine klarkommen. Wir brauchen also nicht zwingend Zerspannungsmechaniker. Wir können auch durchaus Quereinsteiger nehmen und die halt auf diese CNC-Maschinen anlernen. Funktioniert relativ gut. Da, wo ich bei einer Metallmaschine diese G-Code-Programmierung habe, habe ich hier halt eher eine grafische Oberfläche, bei der ich mehr Parameter ändere. Und das wird dann in diesen G-Code übersetzt. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir Profile bearbeiten oder dreidimensionale Bauteile. Wir haben also nicht den, ich sag mal, Holzklotz oder den Metallklotz da, den wir vollflächig befräsen, sondern die Bauteile, die wir befräsen, haben schon irgendeine Geometrie. Jetzt muss ich die natürlich auf so einer CNC-Maschine befestigen. Das funktioniert natürlich nur, indem wir uns eigene Adapter bauen, die dann praktisch zwischen den Spannbalken der CNC-Maschine, die dort aufgesetzt werden, befestigt werden und die dann selber irgendwo unsere Bauteile ansaugen, klemmen, wie auch immer, damit das Werkstück sicher auf der CNC-Maschine liegt. Ja, als nächstes muss man berücksichtigen, das allerdings genau wie bei Metallen. Es gibt unterschiedliche Metalle, die ich bearbeite. Kann ein normaler Schwarzstahl sein, meinetwegen, oder ein Edelstahl. Die Metaller von euch werden wissen, welche Schwankungen es dazwischen noch gibt. Genauso haben wir es im GFK-Bereich auch. Es gibt nicht nur das eine GFK-Material, sondern GFK-Materialien haben eine unwahrscheinliche Bandbreite. Die unterscheiden sich durch unterschiedliche Harze, unterschiedliche Härter. Die unterschiedlichen Fasern, die da reinkommen, das können sein Glasfasern, Carbonfasern, Basaltfasern, ein Mix davon. Danach unterscheidet sich natürlich auch, wie wir es bearbeiten müssen. Jetzt kommen wir mal auf die Werkzeuge zu sprechen. Also wenn ich Werkzeuge habe, muss ich erstmal gucken, was für ein Material habe ich. Habe ich Plattenmaterial, habe ich Profile, habe ich vielleicht irgendwelche Carbonbauteile, die ich bearbeiten will. Habe ich irgendwelche dreidimensionalen Teile, die hergestellt wurden, bedingen also im schlimmsten Fall alle unterschiedliche Werkzeuge, die ich benötige. Und die Werkzeuge, die wir haben, das sind oftmals Fräser. Hier sieht man dann ganz schön, Schaftfräser mit irgendwo unterschiedlichen Geometrien und Schneiden. Wir setzen in dem Fall einen PKD-Fräser, Hartmetallfräser, Fräser mit Diamantbeschichtung. Das sind so die Sachen, die wir hauptsächlich einsetzen. Hängt aber wirklich davon ab, was für ein Material bearbeiten wir gerade. Diese Fräser sind natürlich nicht nur abhängig vom Material, die sind auch abhängig von der Geometrie, also zum Beispiel im Durchmesser, Anordnung der Schneiden, Anzahl der Zähne, auch die Geometrie, wie praktisch dieser GFK-Staub da weg kann, dass er vernünftig abgesaugt wird. Ja, das ist dann je nach Projekt auch eventuell ein unterschiedlicher Fräser. Was wir noch haben, im Metallbereich kennt man das. Ich schaue in ein Tabellenbuch rein und dann weiß ich, wenn ich irgendein bestimmtes Material bearbeiten möchte, muss ich den und den Vorschub nehmen, die und die Fräsgeschwindigkeit. Das haben wir natürlich nicht. Bei uns muss das alles experimentell ermittelt werden, wo es kein Tabellenbuch für gibt. Das hier sind Beispiele für dreidimensionale Vorrichtungen, die wir gerade machen. Sind also selber gefräst. Und im Endeffekt wird da später das GFK-Bauteil reingelegt.
und über diese Strecken hier per Vakuum angesaugt. Das hier ist das dreidimensionale Werkstück, was dann halt in die Vorrichtung kommt, angesaugt wird und dann entsprechend befräst wird. Was ihr hier seht, ist ein Beispiel für eine strömungsoptimierte Staubabsaugung. Ist eine nagelneue Maschine, deswegen sieht das hier natürlich auch schon professioneller aus und energiesparender aus als bei der alten CNC-Maschine, die wir auf der anderen Seite haben. Jetzt habt ihr einiges erfahren über glasfaserverstärkte Kunststoffe und die CNC-Bearbeitung dazu und den Unterschied zu Metall. Bearbeiten tun das natürlich unsere Mitarbeiter. Möchtest du dazu mehr erfahren?